Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute habe ich zwei verschiedene Themen im Gepäck. Mehr dazu nach dem Intro. Eigentlich wollte ich ja jetzt damit anfangen, Gleise zu verlegen. Habe auch die ersten schon ausgepackt und wollte sie dann hinlegen und verkleben und habe dann gesehen, dass also eine dicke Staubschicht auf der Anlage erstmal drauf ist. Und dann habe ich gesagt, na, das hält jetzt so nicht. Das musst du jetzt erstmal sauber machen. Und nachdem ich dann in Friemelsarbeit das Ganze wieder sauber gemacht habe, habe ich mir überlegt, also das willst du jetzt nicht permanent machen. Also musst du dir was überlegen in Richtung Staubschutz. Da gab es dann verschiedene Gedankenmodelle von Folie auslegen bis letztendlich hin das, was ich hier gemacht habe. Ich habe schlichtweg mir im Baumarkt 3 mm Hartfaserplatten zuschneiden lassen und mit denen habe ich dann hier die einzelnen Abschnitte abgedeckt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt gleich in dem Film. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil dazu. Nachdem es dann wieder sauber war, ging es darum, den Gleisplan zu übertragen. Und insofern zeige ich euch dann, was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und wobei das Thema Gleisplanübertragung ich nicht ganz so kritisch sehe. Es wird nicht ganz so genau sein, sondern es gibt halt nur Orientierungslinien und der Rest läuft mit Schablonen. Aber genug gequatscht. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen an mit dem ersten Teil, dem Staubschutz. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum Staubschutz? Ganz einfach, wenn ich anfange, jetzt hier unten die Gleise zu legen und da mal irgendwann mal mit fertig bin und die nächsten Segmente oben drauf setze, dann gibt das natürlich auch wieder, ich sag mal, Dreck und Staub, der dann letztendlich durchrieselt, und das möchte ich halt vermeiden. Dann habe ich mir überlegt, wie machst du es? Gibt verschiedene Gedankenmodelle mit überspannter Folie, und da war ich aber nie so der Freund von und habe gesagt, naja, vielleicht muss der Staubschutz, kann der später auch bleiben, oder aber optional kann man ihn auch wieder rausnehmen. Und deshalb habe ich mich hier für so eine flexible Lösung entschieden, wie man hier so sieht. Das ist nichts anderes wie 3 mm Hartfaserplatten, die ich mir im Baumarkt habe direkt auf Maß zuschneiden lassen. Dann habe ich mir den Dreck nämlich schon mal gespart. Ja, und wie habe ich die befestigt? Befestigt habe ich sie nicht, sondern ich habe sie einfach nur abgelegt. Und hier kann man es ganz gut sehen, wie ich es gemacht habe. Zum einen habe ich mir die Mühe gemacht und habe die verlegten Kabelkanäle um 3 mm nochmal abgesenkt, weil die dienen mir genauso als Auflagefläche. Und da, wo keine Kabelkanäle waren, habe ich mir halt 2 x 2 cm Kunststoffprofile genommen, und die habe ich dann hier befestigt, auch auf 3 mm abgesenkt. So, wenn ich jetzt gleich die Platte hier da drauf ablegen werde, dass das hiermit bündig ist und ich die oberen Segmente auch einwandfrei darauf ablegen kann und auch wieder befestigen kann. Da muss man sicherlich ein paar Aussparungen machen wegen den Spannverschlüssen, aber das ist ja alles kein Hexenwerk. Ja, dann baue ich das jetzt gleich mal auf, können wir uns ja gleich im Zeitraffer mal anschauen. Das heißt, ich lege die einfach nur drauf, und das ist die ganze Kunst des Ganzen. Ein Staubschutz, so wie ich finde, der auch durchaus auf der Bahn später bleiben kann. Optional kann ich ihn rausnehmen, später, wenn ich Zugriff haben möchte, wenn mir das hier angeblich dann nicht mehr reichen könnte, wie auch immer. Aber ich plane erstmal, dass das irgendwann mal drauf bleibt, und dann habe ich unten den Schattenbahnhof schon mal schön abgedichtet, versiegelt, verstaubt, weitestgehend geschützt, und kann oben ganz einfach nachbauen. Ja, hier ist die nächste Frage bestimmt. Warum hast du denn hier so eine Aussparung gemacht? Naja, eigentlich stellt sich die Frage nicht, weil es gab auch viele Hinweise von euch beim Bau von dieser zentralen Versorgungseinheit. Ja, was machst du denn mit der Abwärme, die entsteht? Hier ist die Antwort drauf. Eine große Lücke lassen, sodass die Abwärme nach oben kann. Ja, das ist schlichtweg die Antwort. Natürlich wird das hier dann nach und nach verstauben, aber hier kann man auch später von oben noch drankommen. Aber das werden wir der Reihe nach sehen. Das ist jetzt hier nicht so das große Thema. Dann baue ich das Ding jetzt noch mal weiter zusammen, so dass man mal das Gesamtergebnis nachher sieht. Und dann sind wir auch schon durch.
So, und das wäre jetzt das Ergebnis, wenn zum Beispiel später mal die Staubschutzplatten oben drauf installiert sind. Und hier sieht man auch, dass die Abluft nach oben funktioniert. Also alles soweit gut und vor Staub geschützt. Gut, als nächstes geht es darum, diesen Gleisplan dann auf den Gummikork zu übertragen. Und ja, wie werde ich das machen? Also direkt vorneweg, ich werde die ganzen Schienen nicht 1:1 übertragen und mich daran orientieren, sondern es gibt im Grunde 3 Strecken, an denen ich mich orientieren werde und von denen aus ich abmessen werde. Das eine ist hier die äußerste gerade Strecke, genauso wie die hier oben. Die wird ausgemessen werden und auch hier diese, an der Stelle wird es die mittlere, aber die große lange Strecke hier, weil das ist nachher die Umfahrung. Und die werde ich ausmessen und entsprechend auch auf dem Gummikork übertragen. Alle anderen richten sich jetzt erstmal, die werden auch mit übertragen werden. Allerdings werden die nicht genau ausgemessen sein, sondern dienen erstmal so der optischen Orientierung. Ja, wie werde ich jetzt den Plan auf den Gummikork übertragen? Ich mache das ähnlich wie der Dennis von Dennis Moberwelt, denn der hat mich eigentlich auf die Idee gebracht. Nur ein klein wenig anders. Ich mache es halt invertiert, um es mal zu sagen, weil er hat seine Bahn noch vorher weiß gestrichen und ich habe da jetzt keine Lust zu und habe mich mal auf die Suche gemacht, weil ich gesagt, Mensch, er hat halt dunkles Kohlepapier gehabt, das übliche, was man so kennt, aber das muss es doch auch in anderen Farben geben und das tut es auch, und zwar in weiß. Dann nennt sich das halt Carbon-Transferpapier und es kommt oftmals aus der Schneiderei. Da werden nämlich dann die Muster auf den Stoff übertragen und die hier funktionieren genauso. Also hier kann ich hier auch meine Zeichnungen jetzt machen, meine 3X für meine Unterschrift jetzt hier, keine Ahnung. Ne? Einfach mal, es geht ja hier mal ums Zeigen, was da jetzt passiert. Und dann wird dann halt, hier kann man es glaube ich ganz gut sehen, die 3X sind dann jetzt da. Und das reicht auch, das sieht jetzt auf der Kamera hauchdünn aus, aber wenn man da live davor steht, dann reicht das tatsächlich aus. Und wie gesagt, es geht mir ja auch ein Stück weit um die Orientierung. Gut, dann nehme ich euch jetzt mit zum MOBA und dann fangen wir mal an, die Grundlinien zu ziehen und anschließend übertrage ich dann den Gleisplan. Ja, wie gesagt, als erstes werde ich dann jetzt hier mal die äußeren Grundlinien aufzeichnen, an denen ich mich hier auch später dran richten werde. Die habe ich dann auch vom Rand abgemessen. Dann lege ich jetzt das Kohlepapier aus. So, im nächsten Schritt wird dann der Gleisplan ausgerichtet. Jetzt ist es ein bisschen friemelig. Da muss man halt mal gucken, dass man hier mit dem äußersten Gleis wirklich auf der Linie liegt. Aber gut Ding will Weile haben. Ja, und zum guten Schluss braucht es ein bisschen Geduld. Dann geht man halt die Mittellinien hier lang. Braucht alles ein bisschen was. Aber wie gesagt, die Linien dienen anschließend nur zur Orientierung. Deshalb reicht es, wenn man dann so aus der Hand lang fährt. Wie sie nachher tatsächlich liegen, wird dann von dem Gleis hier oben ausgemessen werden. Und dann ergibt sich schon die Gleissymmetrie. So, hier kann man ja so ein bisschen das Ergebnis sehen. Da hinten seht ihr die eine Linie, die gezogen wurde. Das hier ist die andere, die gezogen wurde. Und die anderen haben sich jetzt danach, sind vom Plan übertragen worden, und so habe ich halt den kompletten unteren Bereich. Mal gucken, ob man es hier noch sehen kann. Ne? Das sind die Schattenbahnhöfe. Ja, also komplette Anlage ist übertragen und jetzt kann es losgehen mit dem Aufbau der Gleise. Ja, ich hoffe, auch die beiden kleinen Filmchen haben euch ein bisschen was gebracht. Einmal vielleicht eine Idee, wie man Herr des Staubes werden kann, und zum anderen, wie man auch nochmal einen Gleisplan übertragen kann. Das war jetzt die Variante, die ich gemacht habe hier. Und wie gesagt, ich habe hier im Grunde 3 Linien, an denen ich mich orientiere, von denen ich mich wegmesse, Schablonen nutze, und die anderen dienen mir halt so zum ersten Auslegen, zur Orientierung.
Das war es dann aber auch. Die verschwinden anschließend auch alle unter den Gleisen, sodass sie dann auch nicht mehr sichtbar sind. Ich denke, es ist eine ganz passable Lösung, wie man es machen kann. So habe ich es gemacht. Es gibt wahrscheinlich noch 1000 andere Varianten. Und es gibt natürlich auch die Kollegen, die sagen, ich lege alles erstmal hin und wenn es mir dann gefällt, dann werden sie halt so befestigt, wie auch immer. 1000 Wege führen nach Rom. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr hier automatisch vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.